So, es war alles anders als geplant. Hinter mir steht das Auto, ein BMW in, wie ich dachte, metallic schwarz. An dem wollten wir eigentlich ein Video drehen, wie wir typischerweise beim Testspot vorgehen. Rausgekommen ist die ultimative Herausforderung bei Unischwarz Sticky Paint. Deswegen geht es in diesem Video nicht um den allgemeinen Testspot, sondern um einen Testspot bei Unischwarz. Viel Spaß und ich glaube, ich habe ein paar graue Haare mehr, denn wir sind jetzt schon fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie wir im GVMA erklärt haben, gibt es eine Vielzahl von Defekten und ganz viele Dinge zu berücksichtigen, wie zum Beispiel auch die Lackschichtdicke. Das alles bringen wir in eine Überlegung ein, entwickeln ein Testspot-Verfahren, um wirklich das optimale Ergebnis passend zum Kundenbudget und auch bei größtmöglicher Lackschonung zu erreichen. Wie wir da vorgehen und wie ihr es nachmachen könnt, zeigen wir euch jetzt. Der erste Schritt ist das Messen der Lackschichtdicke. Da kann man am besten geordnet vorgehen. Wir machen dazu auch noch mal ein eigenes Video, wie wir davon vorgehen oder dabei am besten vorgehen. Jetzt hier sehe ich halt, wir haben hier Werte 200 bis 350 μ. Hier ist definitiv nachlackiert. Das erklärt auch, warum der Lack wirklich ultra weich ist. Ich habe das schon beim Abwischen gesehen und selbst wenn ich mit dem Finger drüber wische, mache ich mir schon ganz leichte Kratzer. Das ist natürlich wichtig, auch für meinen Testspot, all diese Erkenntnisse schon mit einzuarbeiten. Genauso wie ich hier einen starken Hologrammbereich sehe. Also ich sehe, dass Einwirkungen einen extremen Effekt drauf haben. Ich sehe ganz viele Flecken von so Katzenpfoten und so und kann das alles schon berücksichtigen, dass ich hier vermutlich einen sehr weichen Lack habe und gehe da natürlich ran. Hätte ich jetzt den Eindruck, ich hätte einen härteren Lack, würde ich da anders anfangen. Ich berücksichtige erstmal schon mal, was ich sehe, bevor ich eine Poliermaschine in die Hand nehme und würde jetzt entscheiden, dass ich Mitte anfange, wenn man so will. Exzenter-Poliermaschine, mittelhartes Pad, Medium-Cut-Politur, denn wir wollen hier auch was reißen. Es soll keine reine Hochglanzpolitur sein. Im sage ich mal, schlechtesten Fall, wenn ich wirklich gar keine Ahnung habe, was mit dem Lack ist, würde ich so fein wie es geht anfangen. Irgendwann kommt die Zeit, wo die Erfahrung mir sagt, okay, unter Medium Cut, mittelhartes Pad brauche ich bei so einem Zustand definitiv nicht anfangen. Tendenziell wird es mehr, aber wir wollen natürlich immer so wenig abtragen wie möglich und so viel wie nötig. Deswegen fangen wir erstmal mild an, probieren mal, wie das danach aussieht, ob wir da möglichst einen Querschnitt erreichen, also möglichst Swirls, Rits und Hologramme treffen, damit ich danach sehe, ob ich all diesen Defekten Herr werde. Und dann muss ich natürlich auch noch auf die anderen Bauteile, denn die Haube ist nachlackiert, der Rest vielleicht nicht. Gut, wischen wir mal runter. Testspot heißt für mich immer definierbar. Ne? Also ich habe jetzt einen Kreuzstrich im Cut-Bereich gemacht, das heißt so auf Stufe 3 bis 4 bei der Exzenter und anschließend nochmal einen Kreuzstrich auf Vollgas, um die Politur gut durchzufahren. Habe einen Medium Cut genommen mit der X0406 und schaue jetzt einfach mal, wie das Ergebnis ist. Lass das jetzt hier kurz ein bisschen ablüften. Oberfläche entfetten, um halt auch wirklich gleich das echte Ergebnis zu sehen. Und dann mit einem langflorigen Mikrofaser runterwischen. Und dann schauen wir uns das gleich mal unter der Lampe an. Gut, also wir sehen jetzt hier mehrere Dinge. Zum einen, wir haben immer noch vereinzelt Swirls mit drin, also der Cut hat noch nicht gereicht. Zum anderen haben wir auch ein Haze, das heißt Exzenterspuren, das sieht man hier schön in den Bahnen. Dass einfach wir noch Polierspuren haben von der noch nicht perfekt durchgefahrenen Politur, wo wir einfach noch mal ein bisschen länger fahren müssten und oder noch einen Gang drauflegen. Ich würde aber sagen, da wir selbst die Hologramme hier nicht komplett beseitigen konnten, könnte man jetzt natürlich auch die Durchgänge erhöhen, ne, und die Zeit erhöhen. Aber da wir noch so relativ weit weg von dem gewünschten Ergebnis sind, würde ich jetzt noch mal eine Stufe erhöhen. Wenn man sagt, wir sind jetzt schon ganz knapp dran, könnte man sagen, wir gehen nur ein μ, machen einen Durchgang länger, ein bisschen mehr Politur, fahren länger durch, also so kleine Nuancen. Ich würde jetzt aber mal auf die Rotationsmaschine wechseln, in der Hoffnung, dass ich die Politur da schöner, sauberer durchfahren kann, einen Tick mehr Cut habe, mit ein bisschen Hitze auch arbeiten kann und einfach ein schöneres, brillanteres Finishing kriege. Bleibe da auch noch beim Schaumstoffpad und auch erstmal einer mittelstarken, mitelstarken Politur und guck mal, wie das funktioniert. Wir könnten uns jetzt die Frage stellen, warum greife ich jetzt zur Rote und bleibe nicht bei der Zwangsexzenter neben Mikrofaserpad oder eine schärfere Politur? Wäre mit Sicherheit ein Weg, aber wie ich eingangs sagte, ich erhoffe mir mit dem Testspot auch das zeiteffizienteste Verfahren zu sichern. Und wenn ich jetzt schon bei einer 0406, bei einer wirklich Medium-Cut-Politur und einem Schaumstoffpad, was auch im mittleren Bereich, so ein Haze habe,
gehe ich davon aus, dass der Haze natürlich dann noch stärker wird, was dazu führt, dass ich die Politur noch länger fahren muss oder nochmal einen Zwischenschritt machen muss, um den Haze zu entfernen. Ich erhoffe mir einfach von der Rota, die Politur ein bisschen sauberer, schneller und zackiger durchfahren zu können, um in gleicher Zeit oder schnellerer Zeit ein besseres Finish zu erlangen. Irgendwann geht mir natürlich die Testspotfläche aus, deswegen werde ich natürlich einen Teilbereich nochmal mitpolieren, einfach um einen Vergleich zum Vorher zu sehen. Also um einen Unterschied zu sehen, ist es denn jetzt besser als vorher? Das heißt, ich werde mir so eine halb überlappende Bahn nehmen, nehme jetzt wie gesagt sogar schon eine Finish-Politur auf der Rota, ein bisschen in der höheren Menge, weil die Idee dahinter ist natürlich, ich habe dann mehr Polierkorn, was sich aber feiner zerlegen lässt. Ob das funktioniert, werden wir später sehen. Jetzt passiert hier was ganz Interessantes. Ich sehe beim Polieren, dass mir die Politur wegtrocknet. Und das ist jetzt wirklich so auch in diesem Video. Ich wusste nicht, wie der Lack reagiert. Ne? Und deswegen mache ich immer einen Testspot, weil ich denke zwar, ich habe alles schon mal gesehen, aber du steckst nie in dem Lack drin. Die Politur trocknet mir jetzt hier beim Polieren mit ein bisschen Wärme ab und fängt an, Bröckchen zu werfen. Und wer seine Polituren gut kennt, in dem Fall die Perfect Finish von Sonax, weiß, dass das eigentlich bei der sehr schwer passiert. Das spricht definitiv dafür, dass wir hier so viel oxidierte Lackschicht drauf haben, dass wir einen sogenannten Sticky Paint haben. Also ein Lack, der mit der Politur verklebt und dafür sorgt, dass hier überall so kleine Klümpchen fliegen. Kann ich an der Stelle gleich abbrechen, weil da komme ich nie zu einem schönen Finish. Ich wische es mal runter und zeige euch mal, wie es da drunter aussieht. So, wir sehen jetzt hier natürlich eine leichte Hologrammbildung. Dafür, dass ich das Durchfahren der Politur so schnell abgebrochen habe, sind die sogar recht mild. Hätte ich jetzt deutlich stärker eingeschätzt, weil die Perfect Finish hat für eine Finish-Politur doch schon Medium-Cut-Charakter. Ne? Wir sehen auch, defektmäßig sind wir noch nicht da, wo wir hin wollten, konnten es aber auch nicht rausfinden, ob die Perfect Finish das schafft, einfach weil eben dieser Sticky Paint aufgetreten ist. Man kann jetzt mit Sticky Paint auf verschiedene Arten und Weisen umgehen. Man kann sehr geduldig Politur fahren, sehr langsame Bewegungen machen, dafür sorgen, dass das Pad genug Zeit hat, wieder die Politur feucht werden zu lassen und wieder abzugeben. Man kann mit Pad-Primern arbeiten, um einfach dieses Polierfenster zu verlängern. Meine Empfehlung ist, wenn man Cut erzeugen will, weil es der Lack halt braucht, und man Sticky Paint hat, würde ich einmal mit einem Fell- oder Mikrofaserpad vorcutten, mit so mittelmäßig viel Politur, um erstmal diese oxidierte Schicht runterzunehmen und das dann im zweiten Schritt finishen. Das werden wir auch ausprobieren, ob das klappt, sehen wir jetzt. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, tatsächlich mal ein Fell auszuprobieren. Ist mir jetzt einfach lieber, weil ich da ein bisschen mehr über die Maschine arbeiten kann. Ich kann den Druck mehr variieren, ich kann die Drehzahl variieren, ich kann ein bisschen Hitze rausgeben, ein bisschen Hitze runternehmen. Ich habe ein bisschen mehr Kontrolle als bei der Exenta, ist meine persönliche Empfindung. Bei Fell und Cut würde ich immer eine Maske tragen, einfach weil so viel Staubentwicklung passieren kann. Und wenn es so der Klarlack ist, der durch die Gegend fliegt, das muss man nicht einatmen. Kleiner Tipp mache ich jetzt auch. Wir sehen uns gleich. Was wir jetzt hier sehen, ist typisch Sticky Paint. Der Polierfilm reißt auf. Das heißt, wir haben kein sauberes Fenster mehr. Die Polierkörper können nicht mehr so gut arbeiten. In dem Moment am besten Pad runter, einmal durchpusten, für mehr, sag ich mal, Flüssigkeit auf dem Lack sorgen. Wenn man möchte, einen Tick Politur nachgeben. Ich gebe lieber einen Spritzer Pad Primer drauf und versuche weiterzufahren. So, wir sehen, wir haben hier ein augenscheinlich katastrophales Ergebnis. Wir haben extreme Polierspuren, also wirklich, kann man schon Schleifspuren nennen. Zeigt mir jetzt ganz deutlich, was ich schon am Anfang vermutet habe, dass wir einen sehr weichen Lack haben. Der Lack ist noch deutlich weicher, als ich jetzt vermutet hätte. Plus Sticky Paint, das hat sich einfach darin gezeigt, dass ich selbst mit Pad Primer die Politur nicht durchfahren konnte, bevor sie mir begonnen hat zu trocknen. Ich gehe jetzt mit einer Finish-Politur drauf, versuche dort das mal zu bessern und dann sehen wir uns danach mal.
Was wir hier schon mal festgestellt haben, das Thema Sticky Paint hat sich schon deutlich verbessert. Wir hatten natürlich am Anfang noch ein bisschen Bröckchenwurf, aber wir konnten die Politur sehr sauber durchfahren. Ich vermute mal, da der Lack so weich ist, werden wir immer noch Hologramme haben. Deswegen würde ich jetzt aufgrund meiner Erfahrung normalerweise die Politur so drauf lassen, ein Pad auf die Extender packen und dann noch mal einfach über die Politur drüber gehen mit ein bisschen Pad Primer. Ich mache jetzt mal Hälfte, Hälfte, um einfach zu vergleichen, was passiert, wenn ich das so mache und was passieren würde, wenn ich das nur so abwischen würde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier sind wir jetzt deutlich drüber geschossen. Wir sehen, wir haben immer noch Polierspuren, die wir uns ziemlich hochwahrscheinlich mit dem Fell reingezogen haben und die jetzt immer noch nicht trotz mehrerer Durchgänge finishen konnten. Es geht jetzt nicht darum, dass man das mit Sicherheit noch finishen kann. Machen wir ja auch. Das Auto muss ja fertig werden. Aber an der Stelle macht es natürlich Sinn, den Versuch nochmal neu aufzuzäumen. Wir sind zu schnell von dem Bereich Medium. Mit meiner Idee ist es Sticky Paint. Wir müssen den Sticky Paint loswerden zum Bereich Fell und Roter und Cut gesprungen und haben uns damit ein Verfahren auferlegt, was jetzt sehr, sehr, sehr zeitintensiv wäre. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle nochmal abbrechen sozusagen, würde das Verfahren neu aufbauen auf der anderen Seite und nochmal sagen, okay, wir versuchen den Testbot nochmal neu. Weil es geht jetzt nicht darum, dass wir das noch hinkriegen, das machen wir, das ist gar kein Problem, das lässt sich ja noch weiter finishen. Aber wir wollen ja beim Testbot ein Verfahren herausfinden, was für den ganzen Lack funktioniert. Und wenn wir uns nochmal den Ausgangszustand angucken und dann nochmal in Gedächtnis rufen, ist vollkommen klar, dass diese ganzen Oxidationen, die ja drauf sind, das Auto wurde geknetet, wurde entfettet, wurde mit mehreren Spezialreinigern behandelt, dass die irgendwo sich im Pad niederlegen und einfach noch für extreme Spuren sorgen, weil sie sich mit den Politurkörnern verbinden, mit der Politur verbinden und dann sich einfach nicht sauber durchfahren lassen. Das heißt, wir starten jetzt nochmal neu, gehen von der Rota weg, gehen auf die Exzenter, gehen mal ein bisschen feinstufiger vor, gehen mal jetzt an ein Schaumstoffpad und eine Cut-Politur, weil Schaumstoff Medium haben wir ja schon versucht, das hat nicht gereicht, und bauen den Testspot nochmal auf. So, wir nehmen jetzt die X0505, die ist ein bisschen optimierter auf die Exzenter vom Schleifkornaufbau. Wir nehmen jetzt auch erstmal tendenziell wenig Politur, weil wir haben gesehen, unser Problem ist weniger Defekte rauszubekriegen, sondern mehr nicht selber Defekte reinzumachen. Deswegen fangen wir erstmal slow an und steigern uns dann. So, hier haben wir jetzt schön beim Polieren gesehen, dass das der andere Weg war, mit Sticky Paint klarzukommen. Am Anfang fing die Politur immer wieder an aufzureißen. Wenn das passiert, Armspeed, also die Bewegungsgeschwindigkeit reduzieren, ganz langsam arbeiten, der Politur Zeit zu geben, sich selbst wieder flüssig zu machen durch ein bisschen Wärme, die entsteht. Und dann sehen wir auch, dass wir zum Ende hin ein sauberes, gleichmäßiges Polierbild haben. Ich denke, hier im Randbereich werden wir ordentlich Haze haben, einfach weil wir durch die Kante in dem Sticky Paint immer wieder wieder Grip im Pad bekommen haben, was wir dann natürlich vermeiden wollen und dadurch einen Ruck hatten. Ich denke mal, hier müssen wir nachher mit einem kleinen Stützteller nochmal nacharbeiten, mal gucken, wie es da aussieht, und dann schauen wir weiter, ob wir diesen Lack hier heute noch in den Griff bekommen. Also wie vorher gesagt, hier im Bereich der Kante haben wir natürlich einen extremen Haze, einfach weil wir die Politur da nicht sauber durchgefahren haben. Auch hier ist relativ starker Haze, der ist allerdings deutlich feiner als vorhin nach dem Cut mit der Rota. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir den gefinisht bekommen, und dann sehen wir uns noch mal zu einem weiteren Zwischenfazit.
Unischwarz, Testspot Sticky Paint. Manchmal möchte man einfach die Poliermaschine in den Lack schmeißen. Wir packen jetzt die Exzenter mal wieder weg. Ich glaube, wir haben hier durch die Seitwärtsbewegung einfach kein klares Bild. Wir haben einfach einen Haze, den ich nicht in den perfekten Hochglanz kriege. Wir probieren es jetzt nochmal mit der Rota, gehen dann mal auf ein Schaumstoffpad mit einer Cut-Politur, die wir so lange fahren, wie es nur irgendwie geht, bevor sie wieder trocken wird. Ne? Der Gang ist bei Sticky Paint klebrig, flüssig und am Ende wird es dann wieder klebrig und davor müssen wir abbrechen. Gucken uns dann das Zwischenergebnis an und wenn das tauglich ist, versuchen wir das noch mit einer Rota zu finishen und hoffen, dass wir endlich mal unseren Testspot zum Ende bringen. Also beim Fahren bin ich so ein bisschen ängstlich gewesen, weil man hat wirklich immer wieder diese Sticky Paint Varianten gesehen, wo halt wirklich nochmal ein Korn wieder geklebt hat. Das konnte ich dann aber wieder gut aufnehmen. Also es war jetzt hier, glaube ich, ein Tanz auf der Rasierklinge. Mal schauen, ob wir jetzt endlich in einem Finish sind. Ich hole mal die Lampe und wir gucken nochmal. So, also hier war der Ausgangszustand schon mal ziemlich gut, fast hologrammfrei. Für 99% der Kunden wäre das gut. Und da ist unser Finish. Also ja, ich bewege mal ein bisschen hin und her. Wir haben keinerlei Hologramme. Wir haben auch die Defekte zu 95% korrigiert. Ich glaube, wir sind in einem Bereich, das kann sich sehen lassen auf Unischwarz. Und ja, die Testspot-Orgie hat jetzt noch ein Ende. So, wir müssen natürlich jetzt noch die ganze Haube fertig kriegen. Und dann, nicht zu vergessen, die Haube war nachlackiert. Erwartet uns der gleiche Spaß nochmal an den anderen Bauteilen. Wobei man jetzt natürlich ein Vorgehen hat, von dem man starten kann und weiß, es hat hier funktioniert. Und dann davon übertragen kann, ob es da besser ist. Ich hoffe, dass bei Originallack das Vorgehen ein bisschen leichter wird und nicht ganz so sticky wie hier. So, wir haben das Biest bezwungen, der Kraken ist tot. Unischwarz ist halt immer die ultimative Herausforderung. Es ist auch kein Unischwarz gleich. Hier kam noch Sticky Paint dazu. Ja, vielleicht sieht man es mir im Video zwischendurch an. Ich war schon echt zwischendurch mal kurz am Überlegen, ob ich das Auto einfach anzünde. Aber das ist der Alltag, das muss man auch mal zeigen. So läuft es regelmäßig, weil einfach nicht Schema F funktioniert. Ich kann euch eine Sache empfehlen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Bild ist nicht klar, ihr habt kein gutes Finish, Politurmenge reduzieren und auch ins Extreme gehen. Politur auf fast 0 reduzieren und gucken, wie es sich verhält. Der häufigste Faktor ist, dass das Polierkorn noch zu grob ist, sich zu viel im Pad befindet oder zu viel Abtrag im Pad ist. Das ist in 99% der Finish-Probleme der Fall. Hier konnten wir jetzt Unischwarz mit der Rota super finishen. Man muss natürlich aufpassen, selbst beim Abwischen mit dem Entfetter hat man schon wieder Wischspuren drin. Da noch der Tipp, immer in geraden Bahnen wischen, dann erkennst du bei der Kontrolle, ob es noch Hologramme sind oder Polierspuren oder Wischspuren, weil sie dann eben in geraden Bewegungen sich ganz fein zeichnen und nicht in diesen kreisrund wirkenden Bewegungen. Wie gesagt, Hardcore definitiv hier. Wir haben es zu einem Finish gebracht. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Auch mal ein Fall aus der Praxis, der nicht nach Schema F super funktioniert. Viel Spaß beim Testspot. Wenn ihr Fragen habt, schreibt wie gesagt hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.